Wir reden heute über eines der interessantesten und gefragtesten Rolex-Sportmodelle der letzten 60 Jahre, die Rolex GMT Master. Thomas, wir haben heute 10 aufregende Rolex-Uhren auf unserem Tablett mitgebracht, aber ich sehe noch eine weitere Uhr, die nicht dazugehört. Was macht diese Patek Philippe hier auf diesem Tablett? Das Ablesen einer zweiten Zeitzone war ab den 30er Jahren bei Armbanduhren auf einmal ein Thema. Leute sind mehr gereist, speziell in USA und Südamerika, wo man zwischen West und Ost 1 bis 2 Zeitzonen wechselt. Leute wollten auf der Uhr auch die zweite Zeitzone ablesen können. Patek hat diesem Thema zweite Zeitzone als allererstes eine Uhr gewidmet. Das ist jetzt natürlich eine moderne Patek, aber sie ist rein optisch eigentlich fast identisch mit der Uhr aus den 30er Jahren. Früher ging das natürlich nur, indem man diese Städtenamen, die ja auf diesem Zifferblatt Platz brauchen, aufgedruckt werden, die eine Zeitzone repräsentieren. Auf die wurde der Stundenzeiger eingestellt und abgelesen. Macht das Zifferblatt relativ klein. In dem Fall ist das zwar schön, aber nicht so übersichtlich, wie man sich das in der moderneren Zeit dann gewünscht hat. Die original frühen aus den 30ern waren noch deutlich kleiner, die Uhren. Und wenn man Brillenträger war, hat man sich schon sehr schwer getan, das abzulesen. Und im Dunkeln ging es gar nicht. Also es war nicht wirklich praktisch, aber es war ein toller Einstieg und es sieht immer noch super aus. Aber bringt uns nicht weiter. Wir legen diese Uhr jetzt zur Seite und steigen jetzt aber bei Rolex ein in das Jahr 1954-55, das Patent der GMT Master. Das steht für Greenwich Mean Time. Eine Uhr, die einfach einen vierten Zeiger ins Spiel brachte, neben den Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, einen eigenen Zeiger für die zweite Zeitzone. Und interessant an dem Zeiger ist, dass der sich eben nur einmal am Tag um 360 Grad dreht und nicht auf dem Zifferblatt, sondern eben auf der Lünette abgelesen werden kann. Anonym sozusagen. Also ohne Städtenamen, ohne Länder, sondern nur mit Zahlen und vorher einstellbar, so dass wirklich jede Zeitzone exakt einzuspielen ist. Und wenn man weiß, in welcher Zeitzone Karachi liegt, ist es zwar wunderbar, aber viel wichtiger ist, sind es 4 Stunden, sind es 6 Stunden, ganz genau. Sommerzeit, Winterzeit. Das ist alles relativ einfach abzulesen, auch wenn es dunkel ist. Also Rolex bekam den Auftrag von Pan Am. Die Pan Am Airlines hatte das Bedürfnis, Piloten, die auf der Route Paris-New York ständig unterwegs waren, dass die auf einen Blick ihre Home-Time im Auge behalten konnten und gleichzeitig aber auf die New York-Zeit zugreifen konnten. Pan Am fragte Rolex, macht uns eine sportliche, wasserfeste, stoßsichere Uhr, die aber noch den weiteren Zusatz einer zweiten Zeitzone beinhaltet. Und diese Uhr kam auf den Markt mit einer Bakelit-Lünette, die berühmte 6542, ist eine extrem gesuchte und auch wunderschöne Uhr. Wir haben ein tolles Beispiel gerade hier in der Hand. Bakelit ist zwar sehr, sehr empfindlich gegen Stöße. Gerade wollte ich sagen, Thema Robustheit hat sich der Rolex leider zumindest in den ersten 4-5 Jahren keinen Gefallen getan. Aber wie alles bei Rolex entwickeln sie ja alles weiter, inklusive kein vorhandener Kronenschutz. Auch das wurde relativ bald, nach ein paar Jahren, dann auch schon eingestellt. Also ich glaube, mit dem Jahr 1960, 61 verlässt Rolex sowohl das Bakelit, das ist empfindliche Plastik, und geht eigentlich schon hier ins nächste Modell über zur 1675. Eine optisch ähnliche Uhr, hier schön Tropic-Zifferblatt, aber hier spitzer Kronenschutz, schützte schon im hohen Maße die Krone, in der Kombination, dass das Bakelit durch eine bedruckte Metallplatte ersetzt wurde. Sehr sinnvoll. Die Uhr ist ein bisschen gewachsen, vom Durchmesser auch, ist etwas flacher geworden und bei Weitem nicht mehr so stoßempfindlich wie die Bakelit-Variante, die allerdings, und das war das große Faszinosum dieses Produkts, ist, dass sie von unten geleuchtet hat. Das heißt, also die Bakelit heute, wenn du sie noch unter die Lampe legst, siehst du noch ein Nachglimmen, ein leichtes. Stark radioaktives Material. Richtig, sollte man also nicht in den Mund nehmen. Das ist bei der Metalllünette natürlich verloren gegangen. Ablesbarkeit hat sich dadurch verbessert, die Zahlen sind noch größer und man ist bei Blau und Rot gelandet. Später sind die Lünetten dann auch in Schwarz erhältlich gewesen.
Blau und Rot deswegen oder Blau und Schwarz dann später auch, um Tag und Nacht zu unterscheiden, zu genau. lesen. Ja. Der hat dann den Spitznamen Pepsi bekommen, weil das wie so eine Pepsi-Dose aussah, aber das erst Pepsi, später. Coke, Root Beer, es sind extrem viele Spitznamen, Pussy Galore, viele Spitznamen für diese Uhr unterwegs und das zeigt eigentlich nur, wie populär die GMT vor allem in den letzten 5-6 Jahren geworden ist. Wenn ich mir die beiden sehr frühen Uhren anschaue, frühe 60er Jahre, 1961 mit einem sogenannten Chapter Dial und eine 1675 aus den späten 70er Jahren, dann sehe ich hier noch Radium Dial, wurde dann aber auch bald 62, 63 mit dem Übergang verlassen zu Tritium, ebenfalls ein, aber nun schwach radioaktiv strahlendes Material. Die Uhren sehen immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Details, der Zeiger, der GMT-Zeiger wurde viel größer. Der Kronenschutz wurde breiter und noch massiver. Das Lackblatt wurde dann durch ein mattes Blatt ersetzt. Es sind viele Kleinigkeiten, die die Entwicklung, typisch für Rolex, von Jahr zu Jahr, kann man es fast sagen, verändert hat. Was sehr schön ist, wenn wir die allererste und die allerletzte Produktion mal nebeneinander halten, sieht man, dass auf den ersten Blick die Formsprache beibehalten worden ist. Die Größe hat sich etwas verändert. 60 Jahre liegen da dazwischen. 60 Jahre liegen dazwischen. Und das ist sicher auch ein Teil des Erfolgs von Rolex, dass sofort beide Uhren erkennbar als Rolex, aber auch als GMT sind. Liegt vielleicht auch daran, dass das Keramik, was heute seit ein paar Jahren verwendet wird, von seiner Glanzkraft eher an das Bakelit erinnert, wie die metallbedruckten Leuchtet Lünetten. aber nicht. Leuchtet aber nicht. Das sind Metallelemente, die diese Ziffern auf der Lünette bezeichnen. Kann aber trotzdem brechen. Hast du Genauso schon wie Bakelit. Ah, ja. Haben wir schon gehabt, dass eine Lünette gebrochen ist vergleichsweise teuer im Austausch. Bei den Metalllünetten, wie früher, ist eine andere Robustheit noch da. Da gibt es natürlich Kratzer und Veränderungen. Ja. Wir haben ein paar Lünetten mal mitgebracht. Das ist schön, diese Farbveränderungen sind unglaublich gewünscht. Kunden suchen zwischen ganz kräftigen Farben und komplett ausgeglichen sämtliche Schattierungen. Diese Lünetten sind schwer zu bekommen, sind auch recht teuer. Austauschbar. Jeder Konzessionär kann innerhalb von ein paar Minuten diese Lünetteneinlage verändern. Ich lege mal einen drauf, dass man sieht sieht, die Uhr gleich ganz anders aus. Genau. Das ist dann ein sogenanntes Ghost Bezel. Und das sieht ganz cool aus. Vielleicht mit einer Jeans, die Löcher hat und nur noch ganz hellblau ist. Und das ist eben bei ganz vielen Leuten gefragt. Also sicher eine der sexiesten Uhren, die Rolex jemals produziert hat. Und anhand der Lünette und des Bandes kann man sich eine komplett neue Uhr zusammenstellen. Diese Lünetten sind leider nicht mehr einzeln beschwellbar wie früher. Da war das etwas einfacher. Aber der Look verändert sich drastisch. Yeah.